Eigentlich fing die Woche an wie jeder andere. Naja, bis mein Handy klingelte. Dran war jemand von Volkswagen, der mich fragte, ob ich nicht Bock hätte, mit dem neuen Touareg durch Marokko zu fahren. Ich so, na klar. Also Koffer gepackt, ins Auto, zum Flughafen gefahren, rein ins Flugzeug, kurz darüber philosophiert, wie praktisch so ein Göffel ist. Und dann begann ein Traum in Marrakesch. Dies wird für uns ein unvergesslicher Tag werden. Früh am Morgen standen schon alle Touaregs für uns aufpoliert bereit. So sauber würden diese allerdings nicht lange bleiben. Bei Sonnenaufgang begannen wir unsere Reise. Mit permanentem Allradantrieb und einem 90-Liter-Tank sollte uns nichts aufhalten. Wir fahren jetzt mit dem neuen Touareg Richtung Atlasgebirge. Bevor es für uns richtig ins Gebirge ging, machten wir noch einen kurzen Zwischenstopp, denn die nächste Haltemöglichkeit wird erst wieder für uns in 5 Stunden sein. Hier standen die Kettenverkäufer, welche wir gleich auch nochmal sehen werden. Es gab Safran und Minztee, der erstaunlich interessant eingegossen wurde, aber verdammt gut schmeckte. Danach ging es endlich los für uns ins Hochgebirge auf über 2000 Meter. Und auf einmal findet man sich hier mitten im Nirgendwo wieder. Jetzt war der Zeitpunkt für die erste Challenge. Diesen Berg erklimmen mit dem Auto. So, wenn es wirklich richtig Offroad gehen soll, dann haben wir hier verschiedene Einstellungen und ich kann auch hier wirklich auf das Programm Offroad stellen und in 2 verschiedenen Kategorien. Wenn ich jetzt so einen Berg hoch muss, dann stelle ich natürlich auf Stufe 2, dann fährt das Luftfahrwerk natürlich noch höher und wir haben einen viel größeren Böschungswinkel und kommen dementsprechend auch viel besser so einen Berg hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Siehst du Gott. den Busch da? Oh mein Gott, kippen wir nicht um? Nein. Oh mein Gott, wie schnell das hier runtergeht. Wahnsinn, der Ausblick hier. Oh Gott. Das ist definitiv das Verrückteste, was ich je gemacht habe mit einem Auto. Oh Gott, das wird so wackelig hier. Du musst zugeben, das ist geil. Ja, das ist schon was anderes, als über die Rennstrecke zu fahren. Wir haben es gleich geschafft. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass das gerade mal der Anfang war. Yes! Weiter ging's, verfolgt von den Kettenverkäufern, fuhren wir nun über immer unbefestigtere Straßen. Die Farbgebung war beeindruckend. Manchmal alles grün wie im Hobbitland, manchmal gelb und manchmal rot wie auf dem Mars. Zwischendurch durchfuhren wir in den Bergen ziemlich abgelegene Dörfer. Die Straßen wurden immer enger und im Auto wurde es immer wackeliger, aber der Ausblick war der absolute Wahnsinn. Wir befinden uns jetzt gerade in über 2500 Metern Höhe und hier geht es einfach nur steil bergab. Zwischendurch musste improvisiert werden, denn Leitplanken gab es hier keine. Der Moment, wenn man denkt, dass man schon die krassesten Straßen befahren hat und dann steht man hier und man weiß definitiv, dass man falsch lag.
Job. Manchmal waren wir sehr froh, dass uns nur ein paar Esel kurzzeitig den Weg versperrten, denn Ausweichmöglichkeiten gab es hier über Stunden nicht. Ich bin wirklich beeindruckt, wie man mit diesem Fahrzeug hier auf so unbefestigten Straßen vorwärts kommt. Vor allen Dingen, wie gut man damit um die Kurven kommt. Durch das Allradlenksystem ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin echt begeistert. Für den Kraftfluss zwischen Vorder- und Hinterachse fungiert beim Touareg ein selbstsperrendes Mittedifferential mit. Damit schafften wir es auch problemlos in solchen Situationen. Ich machte mir mal wieder neue Freunde. Nicht an die Kamera lecken hier. Es wurde spät und zugegeben, freuten wir uns auch wieder zurück ins Hotel zu fahren, denn 6 Stunden über diese Gebirgsstraßen waren schon ziemlich anstrengend. Aber auch der absolute Wahnsinn. Ohne zu überlegen, würde ich das jederzeit wieder tun. Marokko ist ein wunderschönes Land und ich bin so froh, dass ich hierhin geflogen bin, dass VW mich eingeladen hat. Erstmal vielen Dank dazu. Das war so eine unglaublich hammergeile Tour. Das war so ein Abenteuer und ich bin schon wirklich viele Touren gefahren, aber das war bisher, würde ich fast sagen, mit Abstand die beste. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Alles Weitere steht unten in der Beschreibung, zum Beispiel mit was ich gefilmt habe und oder welche Musik ich benutzt habe. Schaut doch gerne mal da rein und ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.